Nice to be happy. Sha-la-la-la. Everybody should be happy. Sha-la-la. Ja, herzlich willkommen zu Happy Mondays mit Esther. Ich bin die Esther und wenn du das erste Mal heute eingeschaltet hast, ist ja kurz und knackig, worum geht es hier? Was ich mit dieser Plattform verfolge, ist einfach wirklich jeden Montag dich zu ermutigen. Und zwar mit einem kurzen Wort, das einen klaren Fokus hat für die Woche, weil ich wirklich glaube, worauf wir uns fokussieren, das wird einfach auch wachsen. Und wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist oder auch Homeoffice heute machst, hey, nimm doch deinen Kaffee und ich werde dich jetzt Folgendes bitten, bitte mach es nicht, wenn du hinterm Steuer sitzt, dass du einfach kurz einen Moment nimmst oder auch dich vielleicht hinstellst oder auch hinsetzt und du einfach mal tief einatmest und ausatmest und dabei einfach lächelst. Probier das mal aus. Gerade jetzt. Oh, du, ich hoffe, es ist ein guter Start heute Morgen gewesen in die Woche. Ich habe so eine Erwartung und ich möchte echt auch gleich eintauchen. Ne? Ich möchte dich heute echt challengen und auch ermutigen. Und zwar brennt mir wirklich ein Wort auf dem Herzen. Ne? Und ich möchte mit einer Frage beginnen. Ich möchte dich heute was fragen. Was glaubst du, wenn ich dich fragen würde, was dein größter Feind ist? Was würdest du sagen? Du sagst mir vielleicht, Esther, ich habe überhaupt keine Feinde. Wow, lucky you. Aber nee, wirklich mal für einen Moment. Was glaubst du, wer oder was ist dein Feind? Ich glaube nämlich, dass es so einige Feinde gibt. Oder auch ein Widersacher, wo auch die Bibel sehr klar darüber spricht. Aber ich habe über einen Feind ganz lange nachgedacht. Und ich glaube, das ist der größte. Es ist dein größter und es ist auch mein größter. Und ich nenne ihn, im Englischen heißt es The Spirit of Familiarity. Im Deutschen ein Zustand von, wenn du allzu große Vertrautheit hast. Was meine ich damit? Vielleicht kennst du das Sprichwort, allzu große Vertrautheit erzeugt Verachtung. Das ist schon pretty heavy. Was passiert nämlich, wenn du jemanden kennenlernst? Ich glaube, das kennen wir alle. Wenn du jemanden kennenlernst und dann das halt immer besser kennenlernst, dann ist es ganz natürlich, fällt dir Folgendes auf. Der Mensch hat auch andere Seiten. Er hat Schwächen. Er hat Fehler. Und surprise, surprise, Überraschung, das ist genau das Gleiche, vice versa, was die Menschen einfach dann sehen in dir, wenn sie dich kennenlernen. Es ist nicht nur, dass du sie kennenlernst, sondern dass sie dich auch kennenlernen, mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen. Ich muss aber feststellen und auch echt leider zugeben, dass ich echt über Jahre eine Sache beobachtet habe oder viele Storys gesehen habe, wo Menschen sich so haben berauben lassen von wertvollen Beziehungen, die sie verloren haben, wo Ehen in die Brüche gegangen sind, wo Menschen zu vorschnell Entscheidungen getroffen haben oder auch im Dienst echt aus der Kurve geflogen sind, weil sie nicht darauf bedacht waren, ab und zu mal so einen Herzenscheck zu machen. Ob ich diesen Spirit of Familiarity oder ob ich diesen Zustand von allzu großer Vertrautheit zugelassen habe oder ob sich das eingeschlichen hat. Weil das Traurigste, was nämlich passiert ist, wenn wir das zulassen oder wenn sich das eingeschlichen hat, wenn wir Dinge oder Menschen zu selbstverständlich einfach genommen haben und da einfach nicht mehr empfindsam sind, ist, dass wir uns einer Sache berauben und die selbst blockieren, dass wir Zugang und Access zu diesen Menschen einfach haben, um auch wirklich von ihm empfangen zu können, Segen von ihm empfangen zu können, weil wir einfach mit unserer Herzenseinhaltung uns komplett einfach blockieren. Der Mensch kann überhaupt gar nichts machen, ne? Da sind wir einfach gar nicht mehr empfänglich. Und was ich oft echt bemerkt habe, wo es am stärksten einfach wirklich offensichtlich ist, ich glaube in deinem Leben, auch in meinem, wenn wir anfangen, Menschen für selbstverständlich einfach zu nehmen in unserem Leben, sei es unser Partner, sei es unsere Familie, sei es unser Team, sei es auch unser Chef, unsere Abteilung, es spielt keine Rolle. Die Dinge, die uns wichtig sind, die Dinge, die einfach ein Segen für uns sind, dass wir einfach wirklich allzu vertraut mit diesen Dingen einfach umgehen. Und die Frage ist heute, hey Esther, aber was ist das Antidot? Was ist das Gegengift? Was kann ich machen, dass diese Haltung sich ändert und dass ich diese Beziehungen oder die Dinge
da wo ich nicht Gefahr laufe, diese zu verlieren. Weil hey, this happens all the time. Ich glaube, es ist pretty simple. Ich nenne es folgendermaßen. Keep the wonder. Bleib im Staunen. Du, was meine ich damit? Ich muss mich immer wieder, ich weiß nicht, wie es dir ist, ich muss mich immer wieder daran erinnern, Esther, das Leben ist kein Sprint. Es geht nicht immer alles zacki zacki, auch wenn ich es gerne habe. Das Leben ist oft ein Marathon einfach. Es braucht Ausdauer, es braucht einfach durchhalten und langen Atem zu haben. Und die Frage ist, wie kann ich im Alltag diese offene Herzenshaltung bewahren und auch diese fördern und kultivieren? Wie schaffe ich das? Ich will dich einfach ermutigen. Ich glaube, das ist auch mehr als simpel und wir machen es oft kompliziert. Ich glaube, das Geheimnis und die Lösung liegt darin, dass wir uns immer wieder neu entscheiden. Neu entscheiden, eine frische Sicht auf die Menschen zu bekommen oder auf die Dinge. Ich glaube nämlich, weil wenn Staunen in uns geboren wird, dann beginnst du zu realisieren, there is more to life. Da gibt es mehr im Leben. Oder nicht? Mir jedenfalls geht es so. Und ich habe mich gefragt, Esther, wie kannst du so eine Kultur einfach in deinem Leben schaffen? Ne? Dass du das einfach wirklich in deinem Leben, deinem Herzen einfach siehst. Ich habe so einen Lösungsansatz und das funktioniert für mich voll gut, ist, dass ich das wie mit einem Wow ersetzt habe. Und wie ich das mache, einfach, lustige Story. Manche Leute halten mich für verrückt. Aber ich bin jemand, der echt an vielen Orten in der Welt unterwegs gewesen ist. Da bin ich echt sehr dankbar dafür. Ich habe wirklich viele der schönsten Orte der Welt gesehen. Und man könnte meinen, hey, es ist schwer, dich vielleicht zu begeistern, weil ich habe schon so viel gesehen und auch viel erlebt. Aber der Schlüssel für mich, den ich bekommen habe, ist, dass ich mir angewohnt habe, einfach wirklich bei allem einfach mal wow zu sagen. Es hört sich crazy an, aber wenn ich auf der Autobahn zum Beispiel unterwegs bin und ich sehe einen Sonnenuntergang und ich sehe so blau-gelbe Blumen, ich meine, das ist pretty ordinary. Aber das Erste, was aus meinem Mund kommen wird, Leute, die mich kennen, werden es bestätigen, werde ich sagen, wow. Und alle so, hey Esther, das ist doch ein Feld, das ist ein Sonnenuntergang. Hä? Aber für mich habe ich entschieden, will ich das bewusst machen, weil in dem Moment entscheide ich mich, diesen Moment zu genießen und für diesen Moment einfach dankbar zu sein. Weil was passiert nämlich? Dankbarkeit gibt deinen Augen eine frische Sicht und öffnet dein Herz, mehr Staunen oder mehr Wonder zu sehen. Mehr Wonder zu sehen im Alltag. Und da möchte ich einfach ermutigen mit einer Frage diese Woche und dich challengen. Welche Dinge oder Menschen bist du zu vertraut geworden, wo du merkst, da hat sich echt was eingeschlichen, ne? Da bist du vielleicht nicht mehr so empfänglich, da bist du vielleicht ignorant geworden, ne? Hast du Dinge vielleicht für wirklich selbstverständlich gesehen oder genommen in deinem Dienst oder auf der Arbeit oder in deiner Familie oder einfach deinen Partner. Und hey, mach das dir doch bewusst, reflektier das mal und wenn es sein muss, entschuldige dich doch einfach und schaff da einfach neue Wege wieder, weil ich glaube, das bringt so viel Wiederherstellung und einfach so viel Heilung und so viel Frische, dass es dir einfach wirklich für die Beziehung gibt. Und das Zweite ist, entscheide dich mal diese Woche, das How mit dem Wow zu ersetzen, das Wie mit dem Wow, dass du einfach Raum schaffst im Alltag, Momente, die du einfach erkennst, wo du einfach Dinge bestaunst, Dinge feierst und einfach, wo du wirklich dankbar bist für das, was du einfach genießen kannst und was du einfach erleben kannst. Und ja, ich wünsche dir echt eine mega Woche. Das wird eine richtig gute Woche. Hab Erwartung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut.